Es ist so anstrengend. Also ich bin jetzt schon ziemlich platt, obwohl man denkt, man hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Am meisten die kognitiven Sachen, sowie auch das Gleichgewicht. Da habe ich überhaupt keine Kontrolle darüber. Winzig kleine Übungen. Doch für Janina Heil aus Waldsolms und Arvin Pestagno aus Herborn sind sie wahnsinnig anstrengend. Zusammen mit anderen Betroffenen trainieren sie im Reha-Zentrum in Wetzlar gegen ihre Long-Covid-Symptome. Fast ein Jahr danach leidet die 30-jährige Janina Heil immer noch an extremer Erschöpfung und Vergesslichkeit. Es ist ein sehr langer Weg. Ich hatte das am Anfang gar nicht gedacht, dass Long-Covid wirklich Long-Covid bedeutet. Ja, unter Long hat man ja auch vorher auch noch gar nichts definiert, ob das sich jetzt um ein paar Wochen handelt oder Monate. Aber ich bin jetzt im Prinzip schon im 10. Monat mit am Kämpfen und ja, ich bin geschockt, wie lange sich das schon zieht. Auch Arvin Pestagno kämpft unermüdlich. Alles, was mal völlig selbstverständlich war, ist für den 51-Jährigen jetzt enorm belastend. Der Flughafenmitarbeiter und Karatesportler lag mit Covid auf der Intensivstation. Ein schwerer Verlauf, den er gerade so überlebt hat. Dort war ich halt länger als einen Monat, war ich in der Intensivstation. Und habe die ganzen Covid-Patienten dort auch gesehen, die mit mir lagen. Und ehrlich gesagt, ich war der Einzige, der rausgekommen ist aus dem Zimmer, wo wir waren. Rund 10% aller Corona-Erkrankten leiden an Long-Covid. Eine tückische Krankheit, die auch junge Menschen trifft und viele Facetten hat. Die Krankenhausärztin Claudia Ellert hat die Reha-Gruppen in Wetzlar aufgebaut. Sie war selbst an Corona und dann an Long-Covid erkrankt, kennt also den langen Weg zurück ins Leben. Das sind ganz vielfältige Symptome, die auftreten können, die aber in aller Regel wellenförmig verlaufen und immer durch Belastung ausgelöst werden und verstärkt werden. Und man muss erkennen, welchem Patienten man welche Therapieform zukommen lassen kann. Und im Zweifelsfall 3 Gänge runterschrauben. Der Bedarf ist groß. Seit Mai trainieren hier inzwischen rund 80 Patienten aus der Region. Claudia Ellert engagiert sich auch für eine bessere Anerkennung und Versorgung der Long-Covid-Patienten bundesweit. Da gäbe es noch viel nachzubessern, viel an Wissenslücken. Ich glaube, dass das Krankheitsbild Long-Covid in der nicht betroffenen Bevölkerung noch deutlich unterschätzt wird. Das ist schwer nachzuvollziehen, die Symptomatik und die Beschwerden, unter denen die Betroffenen leiden. Man kann sich da nicht reinversetzen. Das kennt man von anderen Krankheitsbildern nicht. Janina Heil vor Corona. Eine unbeschwerte 30-Jährige. Sie arbeitet wieder Vollzeit als Finanzbeamtin. Ob es zu früh war, denkt sie manchmal. Doch sie merkt, dass die Reha ihr gut tut. Ich bin zwar nach jeder Stunde eigentlich fix und fertig, aber am nächsten Tag merke ich halt, ich habe was gemacht und es hat gut getan. Arvin Pestagno ist noch krankgeschrieben. Ob und wann er wieder in den Schichtbetrieb am Flughafen zurückkehren kann, ist völlig unklar. Zu viel körperliche Belastung hält er noch nicht aus. Ganz typisch für Long-Covid. Zum Beispiel heute würde ich mich super fühlen. Und das rächt sich aber sehr schnell. Danach sagt man sich, okay, man hat sich so ausgepowert. Und plötzlich liegt man für eine Woche flach zu Hause. Dass Long-Covid sie alle so lange begleitet, das hätte niemand von ihnen vorher gedacht. Ich merke halt, wie fahrlässig einige Leute halt mit sowas umgehen und das macht mich halt echt traurig. Die sagen, Corona gibt's doch gar nicht, das, was du hattest, war doch nicht schlimm, du warst ja nicht auf der Intensivstation. Janina und Arvin, 2 Menschen, die vor Corona mitten im Leben standen. Covid und seine Folgen haben sie aus der Bahn geworfen. Doch sie kämpfen jeden Tag darum, wieder fit zu werden. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Bedrückend die Schicksale und zugleich auch gut zu sehen, wie sich die Betroffenen zurück ins Leben kämpfen, Schritt für Schritt. Dabei hilft auch Dr. Claudia Ellert, Fachärztin für Gefäßchirurgie an den Lahn-Dill-Kliniken. Guten Abend. Hallo. Wir haben Sie gerade im Beitrag gesehen und Sie helfen, indem Sie diese Gruppe für Reha gegründet haben, für Long-Covid-Patienten.
Sie sind aber auch selber betroffen, leiden selbst noch unter diesen Spätfolgen der Krankheit. Deswegen aus dieser doppelten Perspektive betrachtet, wie schwer ist es, zurück ins normale Leben zu kommen danach? Wir haben das jetzt eben im Beitrag ja schon gesehen. Die Patienten, die wir in den Gruppen haben, die leiden seit vielen, vielen Monaten, teilweise über ein Jahr hinaus, unter Einschränkungen und unter den Folgen der Covid-Erkrankung. Und für die Patienten, die man da sieht, stellt sich noch gar nicht so sehr die Frage nach dem Weg zurück, sondern aktuell die Frage nach der Zeit mit Long-Covid. Und ich glaube, da muss man klarstellen, dass Long-Covid nicht einfach nur die verzögerte Erholung oder Erholung nach einer Covid-Erkrankung ist, die vielleicht mal 4 oder 8 Wochen länger dauert und mit ein bisschen Müdigkeit einhergeht, sondern Long-Covid ist ein eigenständiges Krankheitsbild, was durch eine Virusinfektion, in dem Fall Covid-19, ausgelöst wird. Und die Beschwerden sind vielfältig. Wie kann denn dann Ihre Therapie oder Therapien im Allgemeinen, wie können die denn dann ansetzen gegen dieses Long-Covid? Hauptaugenmerk für uns ist es eigentlich, den Patienten zum Krankheitsbild aufzuklären, ihm zu vermitteln, wo die Problematik liegt. Und die ist schwer zu verstehen, weil wir die aus anderen Krankheitsbildern, die sonst geläufig sind, nicht kennen, weil die Einschränkungen anders sind, weil sie sehr breit gefächert sind. Und das Entscheidende für die Patienten ist zu wissen, dass sie eine körperliche Grenze aufgezeigt kriegen, dass sie durch Belastungen, die können körperlich oder auch geistig, kognitiv sein, Beschwerden auslösen, Symptome auslösen. Und dass sie sich in diesen Grenzen, die ihnen da aufgezeigt werden, einfinden müssen. Und dass es nicht hilft, gegen diese Grenzen aktiv angehen zu wollen. Und das ist was gegen die Intuition jedes Einzelnen und auch jedes Therapeuten geht. Also gegen das Prinzip, was man sonst im Training hat, dass man sagt, du musst auch mal über eine Grenze, damit du wieder fitter wirst. Hier heißt es in der Grenze bleiben. Warum? Was passiert, wenn man öfter über die Grenze hinausgeht? Man läuft Gefahr, dass die Krankheit einen chronischen Verlauf nimmt und dass sie über Monate ausgeprägt vorhanden ist oder aber auch lebenslang bestehen bleibt. Das kann in Einzelfällen im sogenannten Chronic Fatigue Syndrom, also im chronischen Erschöpfungssyndrom, enden. Und das ist eine Erkrankung, die schwer invalidisierend ist. Heißt aber, Sie haben Hoffnung, wenn man das richtig behandelt, dass das dann nicht eine lebenslange Sache ist? Richtig. Der Ansatz, dass das sogenannte Pacing heißt, mit den eigenen Energiereserven klarkommen, diese erkennen und sich innerhalb der Grenzen, die einem da aufgezeigt werden, zu bewegen. Und dann hofft man, dass man chronische Verläufe vermeiden kann. Fühlen sich eigentlich Sie als Betroffene und auch all die anderen Betroffenen, die Sie kennen als Ärztin, fühlen Sie sich verstanden von der Gesellschaft? Das ist ein großes Problem. Also die Rückmeldung der Patienten und auch meine eigene Erfahrung ist die, dass es für Nicht-Betroffene einfach extrem schwer nachzuvollziehen ist, was die Einschränkungen sind. Die Patienten sehen nicht krank aus. Die treten ihnen erstmal relativ normal gegenüber und die Einschränkungen, gerade die neurokognitiven Probleme mit Wortfindungsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, die sind für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar. Und was schwer zu verstehen ist, dass die eigentliche Aktivität vollbracht werden kann, die Symptomatik oder die Beschwerden mit Tage versetzt auftreten können und dann teilweise Tage bis Wochen anhalten. Dazu muss man auch erklären, Sie können jetzt zum Beispiel hier im Studio stehen, aber Sie können nicht jeden Tag im OP-Saal stehen, was Sie ja vor Ihrer Erkrankung gemacht haben. Wie wichtig ist Psychotherapie bei dem Ganzen? Ich glaube, dass die Psychotherapie ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie ist, weil es für gerade so junge Patienten, die im Arbeitsleben stehen, die private Verpflichtungen eventuell mit Kindern oder Angehörigen haben, eine extreme Belastung ist, sich in dieser Situation einzufinden und über Monate damit klarzukommen. Und wir empfehlen im Grunde genommen allen Patienten begleitend eine Psychotherapie. Jetzt gibt es inzwischen zum Glück unbegrenzt Impfstoff, zumindest in Deutschland. Wenn man sich impfen lässt oder geimpft ist man dann auch vor Long-Covid geschützt oder nur vor einem schweren Verlauf? Die Datenlage dazu ist noch so ein bisschen schwach, um das so ganz abschließend zu beantworten. Es scheint aber so zu sein, dass das Risiko an Long-Covid zu erkranken für Geimpfte geringer ist als ohne Impfung, aber nicht null sein wird. Und insgesamt ist die Chance zu erkranken auch geringer. Genau. Ja. Vielen Dank, Claudia Ellert, für Ihre ärztlichen Einschätzungen und auch die Sicht einer Betroffenen. Dankeschön und natürlich auch gute Besserung. Danke.